einen Satelliten bestellen oder eine Konstellation und 12 Monate später ist die im All. Das ist für mich völliger Wahnsinn, aber in den Zeiten leben wir jetzt. Wir sind im New Space und abgefahrene Fähigkeiten, die wir haben. Wir können mittlerweile mit Satelliten durch Wolken durchgucken, durch Wetter durchgucken. Wir können nachts sehen. Und wer könnte mit mir da besser drüber sprechen als Max Hasler? Du führst im Prinzip jetzt ein Unternehmen, was es noch gar nicht so lange gibt, aber diese Fähigkeiten hat und die auch zur Verfügung stellt der deutschen Bundeswehr. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht die erste Frage. Also ich fand es völlig abgefahren. Wenn ich recht das zusammenbekomme, ICEYE hat Satelliten, die mit Radar durch die Wolken durchgucken können, und es gab eine Bestellung in Polen für die Satelliten und 12 Monate später waren die im All und haben funktioniert. Ist das so? Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ging ja jetzt recht spontan und ich freue mich auch, dass wir quatschen können. Ich bin auch Fan von euch, von dem her sehr gut, dass ich jetzt mal hier sein darf. Ja, eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, der große Unterschied, den hattest du schon angesprochen, das ist New Space. Also nicht mehr die Philosophie zu sagen, ich warte darauf, dass ein Kunde mit extrem speziellen Anforderungen zu mir kommt, mir dann eine ganz lange Liste an sehr schwierigen Requirements gibt, sondern man baut das Produkt aus der Firmenvision heraus. Ne? Also man schaut sich an, was denkt man, dass der Markt braucht. Ja, das ist diese klassische Henry Ford Faster Horses Philosophie, die man vielleicht kennt. Man schaut sich, was braucht der Markt und baut das dann schon mal und hofft sozusagen, dass die Kunden das dann auch wollen. Und wenn man das dann konsequent macht, baut man sehr viel Produktionskapazitäten auf. Man hat ein Produkt, das der Kunde kaufen kann, und du hast dann aber auch schon ein Stück weit was auf Lager, was dann sehr schnell gelauncht werden kann, weil du auch schon die Launch-Slots gebucht hast. Du hast also sehr viel in die Zukunft investiert, um das dem Kunden wirklich schnell bereitzustellen. Du hast nicht nur gewartet und musst dann bei Vertragsunterschrift anfangen mit der Entwicklung. Und das ist halt, sagen wir mal, der große Unterschied zwischen auch einem New Space-Konzept und dieser Old Space-Manufaktur sozusagen. Und wenn ich das richtig zusammenbekomme, es gab praktisch diese Fähigkeiten bei ICEYE und die Bundesregierung bzw. die Bundeswehr hat gesagt, wir wollen diese Fähigkeiten auch haben. Wir wollen durch Wolken durchgucken, wir wollen durchs Wetter durchgucken, wir wollen Feindbewegungen detektieren können. Und dann wurde im Prinzip ein Unternehmen gegründet, was dann diese Fähigkeiten auch auf deutschen Boden irgendwie holen sollte, auch die Produktionskapazitäten. Magst du dazu was sagen, was dann passiert ist? Ja, also eigentlich eine sehr spannende Entwicklung. Man hat festgestellt, man hat eine Fähigkeitslücke, die man möglichst schnell schließen muss. Und zwar, wir müssen eigenständig in Deutschland in der Lage sein, eben bei Wind und Wetter, nachts, wenn es bewölkt ist, so wie heute auf der ILA, wir müssen sehen können, was sich am Boden tut. Und das auch mit einer höheren quasi Revisit-Frequenz. Wie geht man da jetzt vor? Man kann eben in diesem Old-Space-Gedanken sagen, man schreibt so diese langen Requirements und hat dann das perfekte System, was man in 5 Jahren einsetzen kann. Oder man schaut sich an, was ist heute verfügbar. Und da ist ICEYE halt mit ihrer Technologie einzigartig. Und das hat dann Rheinmetall auch wirklich smart gemacht, die gesagt haben, lieber Kunde, liebe Bundeswehr, wir haften sozusagen, wir stehen mit unserem Namen dafür, dass dieses System funktioniert. Und wir, Rheinmetall, erklären uns bereit, diesem finnischen Unternehmen auch zu helfen, euch dieses System zur Verfügung zu stellen, mit allem, was dazugehört. Ne? Die ICEYE hat Systeme auch schon in der Ukraine im Einsatz, das weiß man ja. Das heißt, da gibt es auch eine militärische Erfahrung, aber die Rheinmetall bringt natürlich auch sehr viel Erfahrung mit. Wie arbeitet man mit der Bundeswehr zusammen? Ist ja ein Lieferant, den man seit vielen Jahren kennt. Und von dem her einfach eine sehr gute Kombination. Sehr smart, würde ich sagen, von der Rheinmetall, da auch mit dem Scale-Up zusammenzuarbeiten und nicht nur zu sagen, lasst uns dann irgendwie ein Partnership mit einem Old-Space-Unternehmen machen und das dann in 5 Jahren bereitstellen. Und das heißt im Prinzip, die Bundeswehr kauft einen Service ein. Sie besitzt die Satelliten nicht, sondern im Prinzip die Firma, die Rheinmetall als Joint Venture gegründet hat. Ich glaube, 60% ist Rheinmetall, ne? 40% ICEYE. Die stellt einen Service bereit.
und diese Firma garantiert, dass dieser Service der Bundeswehr zur Verfügung ist, beziehungsweise die Bundeswehr zahlt auch natürlich nur, wenn der Service funktioniert. Und das ist im Prinzip das operative Risiko, was dann die Firma hat. Wenn sie nicht performt, dann kriegt sie auch keine Kohle. So. Genau, richtig. Es ist heute ein Modell, bei dem wir die Satelliten betreiben und an sich, für mich, ja, ich komme ja auch aus der Startup-Welt so ursprünglich. Und für mich sind das eigentlich immer fast die schönsten Modelle, weil man wirklich nur an seine Leistung gemessen wird. Wie du sagst, wenn die Bilder nicht kommen, dann werden wir nicht bezahlt. Und so sollte es an sich ja auch ein Stück weit sein, dass man nur dafür entlohnt wird, wenn man ein gutes Produkt liefert. Von dem her eigentlich alles richtig gemacht und auch das schnellste Modell, um diese Fähigkeitslücke eben innerhalb kürzester Zeit schließen zu können. Und weil du eben die Revisit-Frequenz angesprochen hast, also wir haben einen Satelliten, der bewegt sich halt mal mindestens in 90 Minuten um die Erde drumherum. Und wenn man eine Konstellation hat, die hochauflösend ist, das heißt im Prinzip auch nicht breit guckt, sondern genau wohin guckt, weil sie im niedrigen Erdorbit unterwegs ist, brauche ich relativ viele Satelliten, damit ich im Prinzip in niedriger Taktung neue Bilder habe. Das heißt, ich will halt sehen, bewegt sich ein Vehikel da lang oder da lang und das möchte ich halt möglichst lückenlos dokumentieren können. Und deshalb ist die Revisit-Frequenz im Prinzip wichtig, wenn man so nah dran ist, weil wenn man weiter weg ist, habe ich wieder nicht die hohe Auflösung, um zu sagen, okay, was für ein Vehikel ist das eigentlich? Ja, Genau. Okay. genau. Also diese Revisit Rate ist super wichtig. Wie genau die ist natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Was man sagen kann, ist, dass man Richtung taktische Nutzung dieser Systeme gehen möchte. Ne? Das heißt, du brauchst eben eine gewisse Anzahl an Satelliten, eine Erdumlaufbahn, dass du Informationen bekommst, die jetzt nicht irgendwie Tage oder sehr viele Stunden alt sind, sondern man das dann wirklich in den laufenden Betrieb sozusagen der Bundeswehr einfließen lassen kann. In der Konstellation für die Bundeswehr, die hat den Namen oder das Pseudonym Spock. P steht, glaube ich, für Persistent. Ja, wie schnell könnt ihr jeden Punkt der Erde irgendwie beobachten und kann man da aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das alles geheim, weil es Bundeswehr ist? Genau, das sind genau solche Sachen, die man durch als in dem New Space-Bereich dann auch oft unterschätzt, dass manche Sachen einfach geheim sind und eine taktische Relevanz haben. Deswegen genaue Zahlen können wir da nicht nennen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass man in diesem New Space-Ansatz ja extrem auf eine höhere Resilienz geht, auf mehr Satelliten, Umlaufbahnen und das halt auch den Seiteneffekt hat, dass man auch viel schneller diese Daten liefern kann. Und was du immer wieder hören wirst, ist, dass man von Aufklärung hin zu Aufklärung und Wirkverbund möchte. Und dafür sind eben diese immer kleiner werdenden Zyklen wichtig von, ich nehme das Bild auf, bis es kommt irgendwann mal eine Bodenstation an und wird dann weiterverarbeitet. Ich weiß nicht, ob das aus einer Broschüre war, die praktisch noch bevor die Bundeswehr daran interessiert hat, dass man eure Fähigkeiten praktisch vorher bekannt waren oder so. Aber ich glaube, so die Auflösung war 16 Zentimeter. Ist das richtig? Ist das eine Zahl, die öffentlich ist? Oder? Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. Genau. Jetzt kann man damit natürlich nicht nur militärische Dinge tun, sondern auch diese SAR-Sachen. Ich hatte irgendwo mal gesehen, von wegen, dass es Broker gibt oder so, die sich mit solchen Daten auch angucken, wie irgendwelche Ölfüllstanddepots. Im Prinzip ist da ein Schatten drin oder wie hoch sind diese Depots und dass es praktisch auch einfach kommerzielle Nutzer gibt, die einfach an solchen Daten interessiert sind und solche Sachen einkaufen. Ist das etwas, was ihr auch seht oder gibt es einen coolen Fall, wo du sagst, das ist eigentlich dein Lieblingsanwendungsfall ziviler für diese Technologie? Ja. Also so grundsätzlich sind Satellitendaten natürlich genauso zivil wie militärisch nutzbar. Ne? ICEYE, das hört man ja auch im Namen. Ich glaube, deren Story war ja auch mal, dass sie sich wirklich anschauen wollten, wie der Rückgang durch den Klimawandel von den Permafrostgebieten ist. Weil du eben genau sowas auch anschauen kannst. Es gibt ja auch Forschungsprojekte von DLR, wo man sich genau solche Sachen mit Radarsatelliten anschaut. Meine Hoffnung wäre, dass viele der Investitionen, die jetzt auch in militärische Anwendungen getätigt werden bei Satelliten, irgendwann auch einen zivilen Anwendungsfall haben. Das heißt, dass man eben das, was man heute an Radar oder vielleicht in Zukunft auch an optischen und anderen Systemen hat, dass man das dann perspektivisch nicht nur militärisch nutzen kann, sondern wir eben auch für Forschung oder für Krisenfälle generell nutzbar machen können. Weil die Fähigkeit ist ja da, ne? Man hat ja Geld dafür aus. Ja. Du sagst schon aus der Startup-Welt, ich sag mal, KI ist ein Buzzword. Also man hat das Gefühl, das wird irgendwo hingeschrieben, damit man irgendwie relevant ist. Jetzt stelle ich mir natürlich bei einer Konstellation, die sehr oft über Punkte hinwegfliegt und die sehr, sehr viel Daten generiert. Ich glaube, da kommt man um das Wort KI nicht drum herum, weil es einfach niemanden gibt, der diese Bilder auswerten kann, sondern im Prinzip, da muss man was eigentlich mit KI machen, wenn man sinnvoll
etwas sehen möchte. Was passiert da im Satelliten, was passiert da im Ground-Segment, was sind da Sachen, woran ihr arbeitet und über die ihr öffentlich reden dürft? Ja, du hast recht. Also KI ist ein Buzzword, aber auch zu Recht so ein Stück weit. Ne? Also ich habe meine erste Firma gegründet damals in dieser 2014er KI-Bubble. Dann geht es auch mal wieder runter mit der Public Awareness sozusagen von KI, aber grundsätzlich ein mega spannendes Thema und gerade hier auch sehr relevant. Wo setzen wir mit KI an? Ja, du hast Processing-Themen auf dem Satelliten selbst. Was ich sehr spannend finde, ist, sich mal zu überlegen, wie wurden Satelliten in der Vergangenheit betrieben und auch ausgewertet und wie macht man das dann heute eben, wenn du plötzlich 10-mal, 100-mal so viele Satelliten hast. Ne? Da kann man nicht mehr jedes Bild einzeln anschauen und von Hand einfach optisch sozusagen klassifizieren, Objekte anschauen. So, das muss eigentlich alles mit KI gelöst werden. Aber ich würde jetzt quasi weniger sagen, so KI ist das Wichtigste, als halt einfach eine Software, die dem Nutzer erlaubt, die Informationen rauszuziehen, ohne alles manuell machen zu müssen. Ne? Also, und das fängt an mit der Klassifizierung von Objekten, die wir liefern, zu sagen, ist da steht da ein Panzer, steht da irgendein anderes Objekt, das ich interessant finde, für mich militärisch gesehen, aber auch zu der Satelliten-Orchestration. Ich zum Beispiel, ich sehe ein Objekt mit einer Modalität, auch über SAR hinausgehend vielleicht. Jetzt haben wir optisch, jetzt haben wir thermal integriert. Ich sehe mit einem dieser Signale ein Objekt. Jetzt möchte ich, dass automatisch ein nächster Satellit getaskt wird, der dann nochmal mit einer anderen Modalität ein Lagebild macht. Dass ich dann automatisch Veränderungen erkenne und dynamisch dann das Tasking wieder anpasse, sobald sich dort was ändert. Das sind alles diese Anwendungsfälle, die du halt manuell oder hart gecodet sehr schwer irgendwie orchestrieren könntest. Und dafür brauchst du halt KI. Also von bis sozusagen würde ich sagen, auf jeden Layer, für jeden Anwendungsfall ist es heute einfach Gesetz. Und das, glaube ich, verstehen die Leute auch immer mehr. Unser Vorteil ist, dass wir einen sehr spezifisch, also diese Use Cases auch sehr gut erklären können mit KI. Weil oftmals ja KI, wie du sagst, dann schmeißt man KI irgendwo rein und man kann sich nichts darunter vorstellen. Und hier hat man eben genau diese Anfälle und Anwendungsfälle, wo man sehr gut erklären kann, wie KI eingesetzt wird. Ich mache ja Raumfahrt, YouTube-Kanal, und da gibt es natürlich, also wenn man Bilder hat und wenn man Hardware sieht, das sind dann immer die Momente, dass man dann ein Projekt oder ein Programm ernst nimmt, so, und dann der Lackmustest ist dann immer noch, ist es im Orbit und funktioniert das? Wenn ich das richtig verstanden habe, das Joint Venture wurde im Herbst gegründet und ich glaube, in Neuss sollen jetzt im Sommer Satelliten vom Band laufen. Ist das realistisch? Arbeitet ihr daran? Wird das passieren? Ja, also deswegen wurde ich auch reingeholt, weil ich bin der Unternehmer sozusagen und das ist dieser ganze Ansatz, mit dem Rheinmetall eigentlich auch die Kooperation eingegangen ist mit Acer. Ne? Man hat sich Technologie bedient, die heute vorhanden ist und hat sich dann jetzt ein Team gesucht und das umsetzen kann in dieser Zeitschiene. Wir greifen auf bestehende Produktionsprozesse zurück, auf bestehende Layouts für die Satellitenproduktion. Und das ermöglicht halt uns einfach jetzt sehr schnell zu sein. Und das war, also würde ich mal sagen, so das Brillante an dem Vorgehen von Rheinmetall in dem Fall, dass man gesagt hat, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern wir können europäische Technologien nehmen, die heute existiert. Wir können diese nach Deutschland bringen, um sie souverän und resilient hier auch aufzubauen. Genau, und deswegen schaffen wir es halt in so einer extrem ambitionierten Timeline heute zu liefern und haben dann Ende des Jahres die größte industrielle Satellitenproduktionskapazität in Deutschland für Radarsatelliten. Also schon ziemlich spannend. Ja. Du kannst auch gerne mal vorbeikommen. Ja, super gern. Die Einladung habt ihr alle aufgeschrieben, ich nagel ihn darauf fest. Spock 2 ist, glaube ich, auch schon ausgeschrieben. Das wäre im Prinzip der Nachfolger. Was wird da ein Technologiesprung sein? Geht es einfach um genauere Daten oder darf man darüber reden? Genau, also da können wir einfach nicht drüber reden. Okay. Wir haben eben ein Produktkonzept und was wir verfolgen. Ja. Wir haben ja auch hier auf der ILA ein Announcement gehabt, dass wir mit vielen New Space Firmen jetzt partnern für zusätzliche Modalitäten auch über Radar hinaus. Ne. Da arbeiten wir dann mit so Firmen wie LiveView, Aurora Tech, Constellar, Reflex zusammen, um eben nochmal mehr Modalitäten, mehr Produktion ermöglichen zu können. Und das ist quasi der Ansatz, den wir glauben, den unsere Kunden in Zukunft wählen werden sozusagen. Aber genau, das ist wieder die Produktbrille. Ne? Das ist dieser New Space-Ansatz, den wir halt auch wieder komplett fahren, den auch hier die Rheinmetall sehr stark unterstützt. Ne? Dass man sagt, lasst uns ein Produkt entwickeln, wo wir glauben, dass das ist, was die Kunden wollen und brauchen.
anstatt zu warten, dass dann diese Anforderungen nur zu uns gespielt werden und wir dann irgendwann in Zukunft mal anfangen, ein Produkt zu entwickeln. Ja, und das finde ich halt auch so spannend. Also ich verfolge den New Space schon jetzt seit 10 Jahren, hauptsächlich dann in den USA. Habe dann gesehen, diese Phase, dass in Deutschland das noch nachkam, aber mitunter die Fähigkeiten bereitgestellt wurden oder diese Startups Fähigkeiten angeboten haben, aber die nicht direkt wirklich eingekauft wurden oder ja, und jetzt wir diese Phase haben, dass halt diese Technik in Orbit geht und dass man auch dieses Ökosystem schafft, wo diese Startups gedeihen können, Scale-Ups werden können, dass wir die Firmen haben und dass wir auch diese, im Prinzip ein Cluster haben aus Leuten, die sich permanent mit Raumfahrt und mit diesen Sachen beschäftigen, um dann halt die nächsten großen Ideen zu entwickeln, um halt vorne mitzuspielen und dann die großen Dinge auch aus Europa in Orbit zu bringen. So. Und das finde ich halt cool. Und da ist halt jetzt auch dieses Joint Venture ICEYE mit Rheinmetall halt auch so spannend, weil es halt direkt Großserie und das ist halt das, was, glaube ich, alle sehen wollen und was ich hoffe, dass jetzt endlich der Schuss gehört wurde und es das jetzt halt da vorwärts geht. Ja, und ich finde es spannend, weil also ich sage jetzt auch auf Newspace, aber eigentlich finde ich es fast schade, dass wir so einen Begriff dafür brauchen, weil eigentlich ist es ja eine konsequente Weiterentwicklung und das bedeutet einfach nur, dass wir unser Produktentwicklungskonzepte angepasst haben auf neue Rahmenbedingungen, wie eben technologische Möglichkeiten mit CubeSats, Launcherkosten, die extrem runtergegangen sind. Und dieser Paradigmenwechsel führt eigentlich dazu, dass man einfach eine andere Art und Weise braucht, wie man in dieser Industrie Firmen baut. Ne? Und aus irgendeinem Grund hat aber durch so die Industrie den Schluss sehr lange nicht gehört. Bis auf diese New Space Unternehmen, auf diese Startups. Also grundsätzlich muss man sagen, also wenn du heute nicht New Space bist oder in dein Unternehmen einbringst, dann wird es dich, glaube ich, auch einfach nicht mehr geben irgendwann. Ja. Also für mich ist New Space einfach Space. Das ist eine Doktrin, der Paradigmenwechsel, den wir haben und das hat, glaube ich, jetzt hoffentlich jeder verstanden. Genau, und das versuche ich dann auch immer so ein bisschen zu vermitteln, dass Raumfahrt, das galt immer als so die Nonplusultra-Technik und das war es in den 60er, 70er Jahren auch, aber wenn es dann eigentlich das 21. Jahrhundert angucken, die Satelliten wurden gebaut wie in den 90er Jahren und auch so gestartet, so, ne? Und das ist eigentlich die Industrie, was Automobilindustrie oder generell Maschinenbau war, die war eigentlich weiter und man hat halt konservativ eigentlich das gemacht, was man in den 90ern gut gemacht hat und jetzt kommt halt der Moment, wo man merkt, man kann das nicht mehr so machen, sondern man braucht Geschwindigkeit, man braucht die neuen Technologien, man muss mutig sein, auch Sachen ungetestet ins All zu bringen und zu sagen, okay, haben wir verkackt, aber der Nächste macht's besser und und das ist halt auch, glaube ich, wichtig, dass wir von dieser politischen Raumfahrt so ein bisschen wegkommen, die dann diese Risiken vielleicht eher nicht eingehen kann und wo man sagt, okay, jetzt sind es Firmen, die sagen, wir machen es auf unsere Kappe, wir glauben, wir können damit Geld verdienen und wir gehen da in Vorleistung und wir liefern aber diese Fähigkeiten. Ja, super spannende Zeit. So, ne? Voll. Ja. Was war denn dein Senkrechtstarter-Moment, wo du gemerkt hast, ey, Raumfahrt, that's it? Also grundsätzlich Raumfahrt interessiert, ich würde sagen, ist wahrscheinlich jeder irgendwann, wenn man mal, also kommt darauf an, das kann sein, dass man mal die Bilder sieht von der ISS und dann auf die Erde runterschaut und sich denkt, da sehen die individuellen Probleme ganz klein aus und warum haben wir uns nicht alle lieb und genießen einfach diesen wunderschönen Planeten, den wir haben. Ne? Auf der anderen Seite muss für mich persönlich, bin ich ja noch jetzt bei Rheinmetall ICEYE relativ neu. Für mich war es jetzt einfach dieser Shift, dass man sagt, man hat verstanden, dass diese Deterrence Strategy, die wir jetzt aufbauen hier in Europa, dass die wichtig ist, damit wir unsere Art und Weise zu leben weiter sicherstellen können. Und da ist das Weltall, kann man sagen, Gott sei Dank jetzt so für uns auch accessible. Ne? Wir haben da einen Zugang zu über diese Technologien. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, weil Weltraum sehr lange einfach ein unglaublich friedvolles Zusammenschluss an Nationen war. Da haben die Russen und die Deutschen alle zusammengearbeitet. Aber für mich, wie gesagt, war dieser Senkrechtstartmoment in dem Sinne jetzt eher zu sagen, wir müssen Deutschland was tun und Space, das Weltall ist jetzt einfach eine Dimension, die wir in dieser Multidomänen-Operation mit einbinden müssen, damit wir in Zukunft weiter Forschung auch im Weltall begehen können, dass wir Mars-Sonnen senden können und hoffentlich irgendwann mal den Mars besiedeln können. Aber das geht dann nur, wenn wir hier irgendwie in Frieden leben können und uns nicht dann in irgendwelchen heißen Konflikten verheizen müssen. Max, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch eine erfolgreiche ILA. Ich bin sehr gespannt auf eure Fertigungsteam, die ich hier eingeladen wurde. Ihr erinnert euch daran und hoffe, dass das alles läuft und cool. Ja, vielen Dank.